Von der Oder mit dem Segelboot einmal um die ganze Welt mit vielen Freunden. Davon träumt Bootsbauingenieur Frank Ladewig. Der Ort Kienitz ist nicht ganz zufällig gewählt. Wir sind mit dem Boot meines Vaters dort angelandet und ich bin runtergesprungen, um eben halt das Boot festzumachen und in eine Bierflasche, die dort lag, reingesprungen, habe mir das Bein aufgeschnitten und damals als 13-Jähriger haben dann sofort, waren unheimlich viele Kinder, die kamen sofort angerannt, haben die Krankenschwester geholt, die hat das geklammert und so hat diese Geschichte angefangen. Kienitz hat der Berliner nicht vergessen können. Vor 10 Jahren kaufte er hier eine Scheune für diesen Traum. Zusammen mit Freunden baut er an einem Segelkatamaran. Frank Ladewig hat schon viele Boote gebaut. Er hatte eine Werft in Frankreich. Dieser Katamaran nun wird sein persönliches Meisterstück. Es baut auf Gemeinschaft. Ich will beweisen, dass einfache Leute, wenn sie sich alle zusammentun, eine tolle Sache machen können. Und das ist es hier. Hier kann jeder mitmachen. Jemand, der kein Geld hat. Okay, der kommt her, der arbeitet vielleicht 10 Stunden im Monat und das über ein Jahr. Dann hat er so und so viele Stunden zusammen und dann kann er mit uns segeln. 200 Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat er schon gefunden. Das Holz spendete ein Großlieferant aus Basdorf. Es ist Learning by Doing für viele. Seit 2019 arbeiten sie an dem Schiff mit 6 Doppelkabinen. Mit jedem Stück, was man ja baut, jedes Boot, das nächste wird wieder anders, weil man etwas gelernt hat, weil etwas zu schwer war oder weil es nicht am richtigen Ort war und weil man sich den Kopf stößt oder sowas. So verändert man Stück für Stück. Wieder eine Spende von einem Händler aus dem Nachbarort Letschin. Batterien im Wert von 1.000 €. Frank Ladewig lädt sie mit seinem Freund aus Kindertagen aus, der ihn unterstützt. Ein absoluter Perfektionist, ja. Also wenn manchmal eine kleine Latte hier nicht auf Millimeter genau ist, ja, und da wird einen Tag mehr investiert, ja, aber es muss alles 100% sicher sein. Das Boot hat ja hier auch, wie er sagt, den Plan, durch die Nordwestpassage zu segeln und schwerer Eisgang, ja, und da muss eben alles perfekt sein. Die Idee für das Projekt kam ihm nach der Trennung von seiner Frau in Frankreich, wo er Jahrzehnte gelebt hat. Ladewig ist aus der DDR geflüchtet und schon privat um die Welt gesegelt. Anna-Charlotte Wirth ist seit einem Jahr an Franks Seite. Also viele sagen immer, ja, aber wie verdienst du denn dein Geld? Wie macht man denn das? Man muss ja auch irgendwie überleben und so. Und diese Frage steht für mich gar nicht, weil es einfach fließt. Stück für Stück kommen sie ihrem Traum immer näher. Mein Herz ist dabei, ich hab den Mast jetzt hier. So Leute, runter damit. Der Mast ist aus Frankreich und bleibt noch verpackt, bis der Katamaran fertig ist. Im nächsten Jahr, im Mai, will er von hier in Kienitz aus starten und 10 Jahre lang um die Welt segeln.